Lenas Strandsaga-Finale. Willkommen zum großen Finale von Lenas Spontanurlaub. Im letzten Teil hatten wir Sonne, Fischbrötchen und eine freche Möwe. Aber, wie Anna schon angedeutet hat, der nächste Tag hatte es nochmal in sich. Mit Marktentdeckung, Fahrradtour und dem legendären Umkleidechaos. Los geht's! Hallo zurück, liebe Deutsch-Abenteurer, zum dritten und letzten Teil von Lenas Blitzurlaub am Meer bei Annas und Lenas Deutschalltag. Lena, wir haben dich ja am Ende eines wundervollen Strandtages verlassen. Der Sonnenuntergang war magisch. Aber so ein Kurzurlaub, deine 5 Tage im Süden, die gehen ja leider auch schnell vorbei, oder? Wie hast du deinen letzten Abend oder den Morgen vor der Abreise verbracht? Ach ja, der letzte Abend. Der war schon ein bisschen melancholisch. Nachdem die Sonne komplett untergegangen war und ich meine Sachen vom Strand zusammengepackt hatte, bin ich langsam zurück zum Hotel geschlendert. Ich habe versucht, jeden Moment noch einmal ganz bewusst aufzusaugen. Das klingt nach einem sehr bewussten Abschiednehmen. Du bist zurückgeschlendert und hast versucht, alles aufzusaugen. Was hast du dann im Hotel gemacht? Direkt Koffer packen? Noch nicht sofort. Zuerst habe ich mich frisch geduscht. Dann habe ich mir überlegt, wo ich zu Abend essen könnte. Ich hatte ja von dem netten deutschen Ehepaar, das mir mit dem Sonnenschirm geholfen hatte, einen Restauranttipp bekommen. Und da bin ich dann hingegangen. Es war ein kleines, typisches Restaurant. Oh, toll, dass du den Tipp ausprobiert hast. Und? Hat es dir geschmeckt? Und wie? Ich habe frischen gegrillten Fisch mit Rosmarinkartoffeln und Salat bestellt. Es war einfach köstlich. Ich saß dort alleine, habe mein Essen genossen und die Atmosphäre beobachtet. Danach bin ich zurück ins Zimmer und habe angefangen, meinen Koffer für die Rückreise zu packen. Das war dann nicht mehr ganz so lustig. Das kann ich mir vorstellen. Aber bevor wir zur Abreise kommen, du hattest uns ja für diesen letzten Tag noch eine Fahrradtour und einen unerwarteten Fund versprochen. Und natürlich das Umkleidekabinen-Chaos. Was kam zuerst? Also, am letzten Vormittag, bevor es dann richtig ans Packen ging, habe ich beschlossen, mir ein Fahrrad zu mieten. Ich wollte die Umgebung noch ein bisschen erkunden. Eine Fahrradtour. Super Idee. Ja. Direkt neben meinem Hotel gab es einen kleinen Fahrradverleih. Ich habe mir ein Citybike ausgeliehen. Also bin ich einfach losgeradelt. Erst die Küstenstraße entlang. Die Luft war frisch und sie roch nach Pinien und Salz. Als ich dann ein bisschen von der Hauptstraße abgebogen bin, bin ich plötzlich an einem kleinen bunten Wochenmarkt vorbeigekommen. Eine echte Überraschung. Oh, ein Wochenmarkt. Bist du abgestiegen? Aber natürlich. Ich habe mein Fahrrad abgestellt und bin durch die Gassen geschlendert. Ich habe frische Feigen probiert und Honig von einem Imker gekauft. Köstlich! Und dann hat es mir ein wunderschönes, handbemaltes Keramikschälchen besonders angetan. Ein authentisches Erlebnis. Und nach dem Markt? Bin ich noch zu einem hübschen Aussichtspunkt geradelt, habe eine Pause gemacht und dann langsam zurück zum Hotel. Die Tour hat richtig gut getan. Ich bin dann ein letztes Mal ins Wasser gesprungen und habe versucht, jede Sekunde zu genießen. Die letzte Herausforderung. Umkleidekabine. Ein schöner letzter Strandmoment. Aber dann, Lena, kam ja noch das, wovor sich viele fürchten. Die letzte Dusche und das Umziehen in der berüchtigten Strandumkleidekabine.
Anna, es war wieder ein kleines Meisterwerk des Chaos. Die Duschen am Strand waren eiskalt. Ich habe mich nur ganz kurz abgeduscht. Und dann bin ich in so eine enge, feuchte Holzkabine gegangen. Ich hatte meine trockenen Sachen auf die Bank gelegt. Während ich mich abgetrocknet habe, hat sich mein Kulturbeutel irgendwie am T-Shirt verheddert. Als ich ihn wegziehen wollte, habe ich meine saubere Hose mit vom Haken gerissen. Und wohin ist sie gefallen? Und, was glaubt ihr, liebe Zuschauer? Fiel die Hose vielleicht in einen Eimer? Wurde sie vom Wind davongetragen? Natürlich direkt auf den nassen, sandigen Boden. Sand überall. Ich dachte nur, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe versucht, den Sand abzuklopfen. Es war nicht perfekt. Ich habe mich dann in meine leicht sandige Hose gezwängt. Ich habe mich gefühlt wie eine Robinson Crusoe aus dem Großstadtdschungel, nur mit Sand in der Hose. Lena, du bist unglaublich. Und nach diesem modischen Highlight ging es dann Richtung Heimat? Abschied vom Hotel an die Rückreise. Ja, danach bin ich zurück zum Hotel gegangen, um meine restlichen Sachen zu holen und auszuchecken. Ein letzter wehmütiger Blick vom Balkon. Dann habe ich meine Schlüsselkarte an der Rezeption abgegeben, mich bedankt. Und der Shuttlebusfahrer hat mich auch schon wieder erwartet. Und die Reise zurück? Wieder Flughafenstress? Nein, diesmal war ich Profi. Der Check-in und die Sicherheitskontrolle sind reibungslos verlaufen. Der Flug zurück war auch sehr ruhig. Ich habe viel geschlafen oder aus dem Fenster geschaut und an die schönen Tage zurückgedacht. Die Zeit ist so schnell vergangen. Zurück im Alltag. Das stimmt. Und dann die Ankunft zu Hause? Als ich dann abends zu Hause in meiner Wohnung ankam, kam mir der Urlaub schon wieder wie ein ferner Traum vor. Ich habe meinen Koffer erstmal nur in den Flur gestellt. Ich war einfach K.O. Viel zu müde, um ihn gleich auszupacken. Ich habe mir nur noch einen Tee gemacht und bin dann ziemlich schnell ins Bett gefallen. Ein typisches Heimkehrszenario. Aber du hast bestimmt viele tolle Erinnerungen gesammelt, oder? Und wie hast du dich gefühlt? Oh ja, unglaublich viele. Dieser spontane Trip, das war die beste Idee. Es war zwar kurz, nur diese 5 Tage, aber es hat sich angefühlt wie eine kleine Ewigkeit der Erholung. Ich habe das Meer genossen, gut gegessen und selbst die kleinen Pannen waren ja lustig. Und ich habe gemerkt, dass mein Deutsch beim Erzählen besser geworden ist. Das ist das allerbeste Fazit. Wortschatztafel. Und für unsere fleißigen Zuschauer, hier kommt die letzte, extra reichhaltige Wortschatztafel zu Lenas Strandsaga. Perfekt für eure Notizen oder um sie auf unseren Social-Media-Kanälen wiederzufinden. Fahrradtour und Markt. Sich etwas überlegt haben. Beschlossen haben. Das Fahrrad, die Fahrräder, ein Fahrrad mieten, hat gemietet. Losgeradelt sein. Die Küstenstraße, die Küstenstraßen, die Luft. Von der Hauptstraße. Abgebogen sein, daran. Vorbeigekommen sein. Der Wochenmarkt, die Wochenmärkte, der Stand, die Stände. Etwas. Entdecken, hat entdeckt. Es hat mir etwas angetan. Der Aussichtspunkt, die Aussichtspunkte, die Tour hat gut getan. Strand, Pannen und Umkleide. Ins Wasser. Gesprungen sein. Jede Sekunde. Genossen haben. Sich abduschen. Hat sich abgeduscht. Eiskalt.
Die Umkleidekabine. Die Umkleidekabinen. Eng, feucht, sandig. Sachen sind auf den Boden gefallen. Sandig. Sand. Abgeklopft haben. Sich in Hose. Gezwängt haben. Die Panne. Die Pannen. Heimreise und Fazit. Der Abschied. Wehmütig. Auschecken. Hat ausgecheckt. Schlüsselkarte. Abgegeben. Die Kontrolle ist reibungslos verlaufen. Die Zeit ist schnell. Vergangen. Zu Hause. Angekommen sein. K.O. sein. Auf den Geschmack. Gekommen sein. Redemittel und Reaktionsphrasen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich war total fertig. Ich war einfach K.O. Ich konnte es kaum glauben. Ich hab einfach losgelacht. Sowas passiert auch nur mir. Funktionsverben und feste Wendungen. Eine Entscheidung treffen. Entscheiden. Eine Panne erleben. Eine Panne haben. Erinnerungen sammeln. Sich an vieles erinnern. Eine Reise antreten. Beenden. Beginnen. Zu Ende bringen. Sich auf den Weg machen. Losgehen. Mini-Grammatiknotiz. Und hier nochmal der Tipp zum Perfekt. Perfekt mit sein. Benutzt man oft für eine Bewegung von A nach B, wohin oder eine Zustandsänderung. Beispiele aus dem Video. Losgeradelt sein, abgebogen sein, angekommen sein, gesprungen sein, gefallen sein, verlaufen sein, vergangen sein, gekommen sein. Mini-Quiz für euch. Welche Verben aus Lenas Erzählung benutzt man im Perfekt mit sein? Findet 3 Beispiele aus dem Video und schreibt sie in die Kommentare. Das ist fantastisch. Liebe Zuschauer, das war nun unsere 3-teilige Saga von Lenas Spontanurlaub am Meer. Welche Panne von Lena fandet ihr am lustigsten? Und welche kleinen Urlaubspannen habt ihr schon erlebt? Schreibt's in die Kommentare. Wir lesen mit. So, Lena, und nach all diesen Abenteuern, hast du jetzt vielleicht Lust bekommen, deinen nächsten, vielleicht etwas größeren Ausflug richtig zu planen? Oh, eine Reise. Das wäre ja traumhaft. Nach dem spontanen Meertrip, ja. Ich bin auf den Geschmack gekommen. Ich brauche bald wieder Urlaub. Aber wohin sollte es denn gehen? Diesmal mit mehr Planung? Berge? Stadt? Ich müsste erst mal überlegen. Das klingt doch nach einem perfekten Thema für unsere nächste Folge. Liebe Zuschauer, was meint ihr? Sollen wir Lena bei ihren Urlaubsplänen für ihren nächsten großen Trip begleiten? Wohin soll Lena als nächstes reisen? Schreibt's in die Kommentare. Schreibt es uns in die Kommentaren. Und vielleicht habt ihr ja schon Reiseziele oder Tipps für Lena im Kopf. Und vergesst nicht, uns für diese ausführliche Reisesaga einen Daumen hoch zu geben. Abonniert den Kanal, denn vielleicht geht's für Lena bald schon wieder los. Wohin? Das erfahrt ihr hier. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Macht's gut.